Hallo zusammen, heute bin ich in Lappeenranta und bin hier am Hafen. Hier ist einiges los, denn die Dampfschiffe liegen hier vor Anker. Ich werde euch mal ein paar zeigen und vielleicht haben wir auch mal die Möglichkeit, auf so ein Schiff zu gehen. Es gibt so viele verschiedene, vom Eisbrecher zum Bündler und Schlepper, von klein bis groß. Lasst uns mal schauen, was wir hier alles sehen. Am Wochenende herrschte ein reges Treiben in Lappeenranta. Der Hafen brodelte förmlich vor Leben, erfüllt vom Anblick majestätischer Dampfschiffe und kraftvoller Dieselschiffe. Es war, als wäre die Zeit stehen geblieben, denn viele dieser schwimmenden Schönheiten waren über ein Jahrhundert alt und wurde mit viel Herzblut und penibler Präzision wieder zum Leben erweckt. Eine riesige Menschenmenge bevölkerte die Docks, alle gespannt darauf, ab 12 Uhr für 3 volle Stunden diese technischen Wunderwerke hautnah zu erleben. Der Tag war sehr heiß, aber das hielt niemanden davon ab, am Dock entlang zu schlendern. Es waren unheimlich viele Menschen unterwegs, die nicht nur die prachtvollen Schiffe von außen bewunderten, sondern auch die Gelegenheit nutzten, einen Blick ins Innere zu werfen. An den Schiffen waren Tafeln angebracht, auf denen die wichtigsten Daten zu lesen waren, wie zum Beispiel das Baujahr und die ursprüngliche Funktion des Schiffes. Man sah viele kleine Schlepper, große Schlepper, Flussschlepper und Bündler von klein bis groß. Die Schiffe selbst waren festlich geschmückt mit kleinen Fähnchen, die fröhlich im Wind flatterten. Und das spiegelte sich auch in den Gesichtern der Menschen wider. Alle sahen glücklich und zufrieden aus. Viele dieser beeindruckenden Wasserfahrzeuge sind heute im Privatbesitz und einige kann man sogar für eine Kreuzfahrt mieten. Viele dieser beeindruckenden Schiffe sind mir auf meinen Reisen durch das Weitesheimer Seengebiet bereits begegnet, obwohl sich die genauen Heimathäfen oft nicht im Gedächtnis festsetzen, bleiben doch ihre charakteristischen Namen in Erinnerung. Und da ist sie endlich, die Emma. Ich hatte gehofft, sie hier anzutreffen, denn dieses Schiff wollte ich mir genauer ansehen. Gemütlich sitzt der Skipper Marco an Deck und heißt die Besucher herzlich willkommen. Lasst uns mal an Bord gehen. Der Heimathafen der Emma ist Imatra, eine Stadt, die für ihre beeindruckenden Stromschnelle bekannt ist. Und genau dort hatte ich die Emma schon einmal bewundert. Mara. Wir betreten zuerst den Salon, doch unser Weg führt uns direkt weiter zur Brücke. Sieht sehr nett aus.
Hier stehe ich nun und stelle mir lebhaft vor, wie es wäre, dieses beeindruckende Schiff selbst durch die malerischen Inseln des Saimasees zu steuern. Was für ein unglaubliches Gefühl das sein muss. So ein Schiff wäre wirklich genau das Richtige für mich. Ja, wunderschön hier drin. Wir werfen einen kurzen Blick auf das Sonnendeck. Hier geht's aufs Sonnendeck. Doch die heiße Sonne treibt uns schnell weiter. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter hier drinnen uns etwas umschauen. Sehr gemütlich hier. Unser Rundgang führt uns nun durch die Kombüse zum Heck. Hier ist die Kombüse. Dort befindet sich die Sauna und das Bad. Ein kurzer Blick hinein. Ja. Und hier ist die Sauna. Offenbart die kleine, aber feine Wellness-Oase an Bord. Muss auch sein. Durch die Kombüse geht es wieder zurück. Mein Blick fällt auf einen Baumstamm, der gekonnt zu einer Weinlagerstätte für Rotwein umfunktioniert wurde. Ein Gedanke schießt mir durch den Kopf. Jetzt auf See sein, in der Sonne sitzen und einen eiskalten Wein genießen, während der Wind sanft um die Nase streicht. Das wäre es. Ja, jetzt werden wir mal weiter runtergehen. Nina, die erste Offizierin und Markus' Frau, hat inzwischen die Führung übernommen und begleitet mich weiter durch das Schiff. Während sie mir die Besonderheiten der Emma zeigt, lausche ich gespannt ihrer faszinierenden Geschichte, die ich euch hier erzähle, damit dieses Erbe unvergessen bleibt. Hier sind die Kajüten. Ursprünglich war die Emma ein alter Flussschlepper, der auf dem Kymijoki im Einsatz war. Sehr interessant alles. Einem der größten Flüsse Finnlands, der für seine Holzarbeiten und Wasserkraft bekannt ist. Sehr schön, klasse. So, jetzt wieder ab nach oben. Nach ihrer Zeit auf dem Fluss wurde ihr robuster Rumpf per Bahn nach Mikkeli transportiert, einer Stadt im Herzen der finnischen Seenplatte. In ihrer heutigen, liebevoll restaurierten Form wurde die Emma von Jyrki Eerikäinen umgebaut. Im Oktober 2006 ging sie dann in den Besitz ihrer heutigen engagierten Eigner über, Marco und Nina Kiuru. Die technischen Daten der Emma sind beeindruckend für ein Schiff dieser Art. Sie ist 19,2 Meter lang und 4 Meter breit. Ihr geringer Tiefgang von nur 1 Meter macht sie perfekt für die Erkundung der oft flachen Gewässer des Saimer Seengebiets. Angetrieben wird sie von 2 Bedford-Motoren, die ihr eine Gesamtleistung von 180 PS verleihen. Jetzt genieße ich erstmal für einen Moment den Schatten. Die Sonne brennt heute wieder total gnadenlos. Die Emma, wie ich schon gesehen habe, kommt die aus Imatra. Die könnt ihr auch mieten. Für eine kleine Kreuzfahrt mit Sauna 4 Stunden oder so für den Urlaub. Ich verlinke euch mal die Internetseite in der Videobeschreibung. Da findet ihr mehr Informationen. Jetzt gehen wir mal wieder aufs Festland. Ist hier das Ding runter. Jetzt werden wir mal wieder ans Festland gehen.
Tornator. Da habe ich doch gestern erst ein Video drüber gemacht. Über diese Firma und die Wohnsiedlung. Mal schauen. 120 Jahre hat dieses Schiff schon auf dem Buckel. Wahnsinn. Die Hitze macht mich durstig, aber bis zum Hafenmarkt mit seinen vielen Ständen ist es noch ein langer Weg. Ich hoffe, das Schiff, das ich suche, kommt bald in mein Blickfeld. Und da sehe ich sie endlich, die Grönland. Ja, Grönland ist jetzt ein bisschen kühler als hier. Hier präsentiere ich euch ein weiteres beeindruckendes Schiff, das eine ganz besondere Geschichte erzählt. Es ist ein ehemaliges Patrouillenboot der niederländischen Seepolizei, welches jetzt im Museum ist. Und die Aino ist auch. Grönland ist nur 2 Jahre jünger wie ich und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Gucke, was sie zu bieten haben. Wir gehen jetzt erstmal weg und da geht es auch schon runter. Gebaut im Jahre 1968 in den Niederlanden, begann ihr Leben als Patrouillenboot und Flaggschiff der niederländischen Seepolizei unter dem Namen RP10. Ein echtes Arbeitstier der Meere. Ja, hier ist eine Kajüte, Waschgelegenheit, Kojen. Heute trägt sie den Namen MS Grönland und gehört Pertti Harvia, der sie liebevoll in ihrem Heimathafen Ristina in Finnland stationiert hat. Mit ihren 27 Meter Länge, 6 Meter Breite und einem Tiefgang von 2,4 Metern ist die Grönland eine stattliche Erscheinung, die stolze 150 Tonnen auf die Waage bringt. Unter Deck hat sich einiges getan. Während ihr originaler Bollnäs 6-Zylinder Zweitakt-Dieselmotor mit 600 PS Wir werfen einen Blick in den Maschinenraum. im Jahr 2018 in hervorragendem Zustand in das Pomona-Museum in Jämsä umzog und dort bei öffentlichen Veranstaltungen noch immer in Betrieb ist, wird die Grönland heute von einem modernen Elektroantrieb bewegt. 2 riesige Dieselmotoren. Sie duftet nach Diesel. Ein 400 Kilowatt Elektromotor treibt die Propellerwelle an, unterstützt von 200 Kilowatt Akku-Power-Aggregaten und einem zusätzlichen 8 Kilowatt Panda-Aggregat. Auch manövrieren ist kein Problem dank eines elektrischen 40 Kilowatt Bugstrahlruders und eines 36 Kilowatt Heckstrahlruders. Und hier oben ist die Brücke. Das ist jetzt die Brücke der Grönland. Insgesamt bringt es die Grönland auf eine Leistung von 544 PS, die über eine elektrische Umkehrung der Drehrichtung der Welle und eine präzise Drehzahlregelung mittels Frequenzumrichter auf das Wasser übertragen wird. Hier haben wir Kajüten, alles Privatbereich, aber man darf mal reinschauen. Eng hier überall. Oh, ich habe die falsche Größe für so kleine Schiffe. Die Geschichte der MS Grönland ist eine Reise vom niederländischen Staat in privater Hand. Zuerst Herrn Beußen in Makrum und schließlich zu ihrem heutigen Eigentümer. Schaut mal die Ankerwinde hier. Ein faszinierendes Beispiel dafür, wie alte Schiffe mit neuer Technologie ein zweites Leben erhalten und weiterhin die Gewässer bereisen. Einfach nur klasse. Hier ist die Aino, die ihr schon in einem Video gesehen habt. Hier ist geschlossene Gesellschaft heute, deshalb können wir das Schiff leider nicht besichtigen.
muss ich mal schauen, dass ich irgendwo ein schattiges Plätzchen finde. Der Planet, der knallt ohne Ende. Ich brauche auch mal was Kaltes zu trinken. Hier auf der anderen Seite sehen wir die Holzboote, die alle vor Anker liegen. Die schauen wir uns jetzt mal an. Se on vieläkin siellä liitokskuppilalla. Silloin oli joku känkkäränkkä aamulla ja jos sä haluat lähteä. Die Lorelei ist ein Fischerboot. Stammt aus Pumala.
geschafft. Ich bin wieder oben an der Festung, denn hier steht mein Auto. Und gleich geht es erstmal nach Hause. Wir haben 28 Grad, ich bin fix und alle. Dazu tut mir auch noch das Kreuz weh. Ich habe mich gestern schwer verhoben. Ja, dann müsst ihr mal gucken hier. Auf diesen Wegen bin ich gelaufen, hier von der Festung aus. Wenn ihr mal in Finnland seid, schaut vorher die Veranstaltungskalender an, der vereinzelte Städte. Dort seht ihr immer, was da so läuft. Es werden noch so viele Veranstaltungen sein, jetzt in der finnischen Ferienzeit. Mal schauen, wo ich noch hinfahre. Auf jeden Fall werden noch ein paar Sehenswürdigkeiten gefilmt. Und dann hoffe ich, dass ich auch mal Urlaub wieder machen kann am Möcki. Also ich danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten, für eure Kommentare, die mir wahrscheinlich wieder entlassen lassen werden. Den Daumen wieder nach oben und ein Abo, wenn noch keins abgeschlossen worden ist. Ansonsten bis zum nächsten Video. Hey, hey!